Hallo alle. Wir werden heute über Frauen in Migrationsbiografie in Deutschland sprechen. Ich bin Audrey Nuke, Partnerin für euch und ich bin heute hier für Place. Vielen Dank, dass Sie mit uns heute da sind, Frau Lucia Muriel. Sehr gerne. Bevor ich anfange, möchte ich erstmal Place for Africa und Ihnen ganz speziell auch danken für diese Gelegenheit. Und genau, ich bin Lucia Muriel, ich bin geboren in Ecuador. Das Schicksal sozusagen hat mich schon als Kind im Schulalter von Ecuador über Kolumbien nach Deutschland gebracht. Zu Beginn auch erst einmal sogar in die damalige DDR. Ich bin Diplompsychologin. Ich habe psychotherapeutische Ausbildungen gemacht, vor allen Dingen im Bereich Traumatherapie. Aber zwei ganz wichtige Bestandbeine in meinem Leben waren einmal die Stärkung migrantischer Räume und auch ein machtkritischer Blick auf das, was wir entwicklungspolitische Zusammenarbeit nennen, auf diesen Zusammenhang, auf diese Beziehung kritisch zu schauen. Das ist seit mehr als 30 Jahren schon sozusagen Bestandteile meines Berufes, aber auch ganz stark in meinem Aktivismus. Vielen Dank. Wie interessant Ihr Werdegang. Jetzt, bei mir ist die Frage, Sie sind ja in diese antirassistische Bildungsarbeit seit sehr langem involviert, wie Sie gesagt haben. Was hat Ihnen motiviert, diese Ziele zu verfolgen? Ja, also im Prinzip habe ich eigentlich seit Beginn meines Aufenthaltes in Deutschland, habe ich sehr viele Erfahrungen gemacht mit dem Unvermögen der weißen deutschen Bevölkerung, mit Menschen mit dunklerer Hautfarbe, mit dunkleren Augen oder dunklerer Haare auf Augenhöhe umzugehen. Und da habe ich mich sehr früh entschieden, okay, wenn Rassismus so gelernt wurde, so verinnerlicht wurde, dann ist es ganz dringend, dass wir uns mit einer antirassistischen Bildungsarbeit ernsthaft beschäftigen und die zu einer Bildungspraxis zu machen. Und heute kann ich sagen, ich gehörte in den frühen 80er Jahren zu den ersten AkademikerInnen of Color und schwarzen AkademikerInnen, die mit dieser Arbeit in Deutschland angefangen haben. Genau, und ich muss auch sagen, ich durfte an Ihre Seminaren teilnehmen. Das hat mich damals auch sehr, sehr verstärkt. Aber was mich jetzt interessieren würde, Sie sagen ja, Sie gehörten zu den ersten Leuten, also Akademikerinnen of Color, die angefangen mit diesem Thema. Aber was hat Sie denn empowered? Also, ja, okay, also wie viele andere zu dieser Zeit war ich natürlich auch sehr stark geprägt von der politisierten und sehr selbstbewussten, empowerten Anti-Apartheid-Bewegung und auch von der antirassistischen Bewegung in den USA, die Black Power-Bewegung. Winnie Mandela zum Beispiel ist eine meiner großen Idole gewesen, aber auch Angela Davis zum Beispiel. Dann hatte ich auch das Glück, Mai Ayim war eine meiner engsten Kolleginnen zu der Zeit. Das sind große Figuren, wo ich das große Glück hatte und bin ich immer noch sehr dankbar, denen begegnet zu sein. Und so gab es eine Reihe anderer Namen, wo wir uns einfach zusammengetan haben. Und vielleicht nur noch mal kurz, wie würden Sie dann Empowerment auch definieren? Also auch wie Audre Lorde gesagt hat, Empowerment bedeutet, eigene Räume zu behaupten.
also eigene Räume zu besetzen, zu schaffen, zu kreieren, die es vorher nicht gab. Also zum Beispiel in Deutschland, da wo früher von der Existenz von migrantischen Akademikerinnen, von migrantischen Arbeiterinnen gar nicht die Rede war, gar nichts gesehen wurde, da zu sagen, so hier sind wir, das ist, was wir leisten und das ist, wer wir sind. Wir haben unsere Vergangenheit, wir haben unsere Wurzeln und wir sind nicht an den Rändern der Gesellschaft oder im Schatten der Gesellschaft, wo man uns gerne sehen möchte. Das ist für mich Empowerment. Ja. Und Sie koordinieren Projekte zu dekolonialen Bildungsthemen bei Global e.V. und Sie sind Vorsitzende bei MEPA e.V., wo Sie sich aktiv für migrantische, historische Organisationen einsetzen. Warum ist Ihre Arbeit so wichtig? Also sobald wir als Menschen unsere eigene Identität geklärt haben oder identifiziert haben und uns da positioniert haben, ist der nächste Schritt eine Partizipation mit eigener Stimme. Für mich ist der wichtigste Schritt, wir reden für uns und zwar so, dass man uns hört und deshalb trete ich immer überall, wo ich kann, stark für Partizipation ein. Einfach auch teilhaben, ja, als MitgestalterInnen. Und das ist die eine Strang und der andere Strang ist, uns zu empowern. Ein sehr wichtiger Ausdruck von Empowerment ist für mich auch die Vernetzung unter uns. Unabhängig davon, welche Wurzeln wir haben, wo wir leben, wie unsere Hintergründe sind von der Migration und so weiter. Und dass diese Vernetzung, diese Bündnis schaffen, das ist, glaube ich, das, was uns für die Zukunft und für die Gegenwart auf jeden Fall stark macht. Ja, das auf jeden Fall. Ich kann da zustimmen. Dabei wollte ich Sie noch mal fragen. Ich habe so gehört, dass Sie meinen, Integration heißt ja auch Teilhabe zu haben und nicht, wie man das jetzt auch versteht, Assimilation. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil dann frage ich mich, wie steht denn da Deutschland so aktuell? Genau, also gut, dass Sie diese wichtigen Begriffe auch genannt haben. Einmal Assimilation. Assimilation heißt nichts anderes, als dass wir uns möglichst unsichtbar machen sollen. Dass wir so leben, als würde es uns praktisch nicht geben. Das ist, warum ich sage, das muss Inhalt von antirassistischer Bildungsarbeit sein, weil Assimilation macht Menschen krank und lässt Menschen in dem, was ihnen wichtig ist, verschwinden. Also das müssen wir mit all unseren Möglichkeiten verhindern und aufklären darüber und unsere migrantischen Brüder und Schwestern auch immer wieder motivieren, sich da nicht unterkriegen zu lassen. Der zweite Begriff ist Integration. Integration, wie es hier verstanden wird und wie es hier die Praxis ist leider so, dass die weiße deutsche Mehrheitsgesellschaft alles vorgibt, die Regeln, die Räume. Hier sind wir, das sind wir und du kannst mal gucken, ob du da dich integrierst. Einfach nur integriert sein. Ja? Deswegen, ich spreche immer wieder von Partizipation. Erst wenn wir partizipieren, dann sind wir da als Individuen, als Menschen mit Geschichte, als Subjekte, als Menschen mit unseren Stärken. Und die deutsche Gesellschaft tut sich noch sehr, sehr schwer. Es ist zum wiederholten Mal bestätigt, dass schon die Schulbildung Kinder of Color diskriminiert und ausgrenzt und weniger Chancen lässt, um mit den gleichen Chancen gebildet und ausgebildet zu werden. Also da sehen wir das am stärksten, wie sozusagen die Strukturen hinter bestimmten Ansprüchen oder Worten, die manchmal fallen, hinterherhinken. Das ist leider traurig. Also wie würden Sie denn das Bildungssystem so beurteilen?
Also erstmal wollte ich gerne sagen, es gibt eine sehr, sehr gute Nachricht für uns alle, nämlich die, dass wir zum Glück im Laufe, sage ich mal, der letzten 30, 40 Jahre in Deutschland sehr viel mehr geworden sind. Unsere Präsenz ist enorm gewachsen. Wir haben gerade eine zweite und dritte Generation, die in Deutschland herangewachsen ist und noch heranwächst. Es werden gerade viele Bücher, auch viele Publikationen, viele Auseinandersetzungen zu Schwarzsein, zu das Leben von Menschen of Color, von Leben ohne Rassismus, über Kolonialismus und publiziert. Die entstehen hier in deutscher Sprache von der zweiten und dritten Generation. Und das ist eine große und sehr, sehr gute Nachricht. Und das Wichtigste, was wir hier machen sollten, ist diese Überzeugung, dass es gut ist, dass wir hier sind, diese Überzeugung an die Kinder auch zu geben. Feld, in dem wir noch viel unter uns verbessern können, stärken können, ist, dass wir untereinander solidarisch sind. Wenn junge Frauen und junge Väter ihre Kinder in der Schule lassen und sie sehen andere Mütter of Color oder schwarze Mütter, geh mal hin, begrüße sie, sag, ich bin auch hier. Hallo, wenn irgendwas ist, reden wir darüber. Das, glaube ich, ist so ein soziales, sehr wichtiger Punkt, dass wir das, was wir früher erlebt haben, die Vereinzelung, diese gesellschaftliche Isolation, dass wir das nicht weitergeben. Also würden Sie das auch so sehen, zustimmen? Weil ich glaube, wir sind noch nicht in Deutschland an dem Punkt, wo wir jetzt über Rassismus in der Schule sprechen. Oder würden Sie nicht da? Auf jeden Fall. Was eine Bildung und Erziehung in dieser Gesellschaft betrifft, um eine antirassistische Gesellschaft zu werden, da ist Deutschland ein komplettes Entwicklungsland. Ja, da ist so viel zu tun mit dieser Label Schule gegen Rassismus und so weiter, ist es nicht getan. Wir müssen viel stärker in die Ausbildung der LehrerInnen reingehen. Weil erst wenn sie wissen, wie man antirassistische Themen so vermitteln kann gegenüber den Kindern, dass es nicht zum Thema von schwarzen Kindern oder von Kindern of Color wird, sondern von allen Kindern. Es gibt Fortschritte, aber aus meiner Erfahrung, es gibt auch immer wieder große, große Rückschritte. Ja? Von daher, wir können nicht uns darauf verlassen und wir können auch nicht darauf warten, bis andere das Thema für uns lösen, sondern wir müssen selbst uns sehr gut ausstatten mit Bildung, mit Wissen, dass das Wichtigste, was wir unseren Kindern vermitteln können, ist das Selbstbewusstsein. Ja? Dass wir unseren Kindern zwei Gelegenheiten geben müssen. Einmal unsere Wurzeln kennenzulernen, die Muttersprache zu pflegen, egal wie viele Menschen auf der Welt diese Sprache reden, plus die andere Seite, die wir natürlich auch nicht unterlassen dürfen oder zu wenig machen dürfen. Wir müssen auch unsere Kinder in diese Gesellschaft bringen. Ich sage ein Beispiel. Ja. Ich habe erst über meine Kinder, über meinen Sohn ganz konkret zum Beispiel gelernt, was Nikolaus ist. Ja? Damit will ich sagen, das ist auch unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe muss natürlich auch sein, das, was die Kinder hier tun und hier dazugehört, auch müssen wir natürlich genauso nehmen als Teil unserer Realität, des kulturellen Wissens und der kulturellen Vermittlung, wie alles andere. Es wird nicht mehr nur Kinder aus Wurzeln geben, die schon in 10 Generationen in Cottbus sind oder in Fehmarn oder irgendwo, sondern unterschiedliche Biografien, unterschiedliche Farben sind in unseren Biografien. Und diese Biografien werden genauso die richtigen Biografien sein wie alle anderen. Diese Biografien werden genauso die spannenden sein für Filme, für Geschichten, für Märchen, für Lehrbücher wie alle anderen. Also vielen Dank für diese interessanten Gespräche. Ich würde dich erstmal noch in Schlussworten bitten. Ja, also ich würde einfach sagen, dass wir
diese Entwicklung, die ich gerade versucht habe darzustellen, dass wir immer mehr werden und dass wir viele Erfahrungen haben, dass wir viel erreicht haben und dass wir vor allen Dingen Netzwerke stärken, das wird die Stärke sein für jede einzelne Mutter of Color. Da bin ich ganz überzeugt. Wir sind genug, wir haben genug Kraft, wir haben genug Liebe und große Herzen, dass wir uns die Hand reichen können, egal wo wir sind. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank euch und alles Gute. Ja. Ja.